Besuch ist da, Leute. Jemand, der noch gar nicht so lange tätowiert, aber, und das von einem alten Hasen, für mich so mit das sauberste Traditional und Oldschool tätowiert, was ich je gesehen habe. Und ich habe auch schon viel gesehen, der aber auch offen ist für neue Stile und neue Richtungen. Herzlich willkommen, Martin Honings. Hi Jörn. Hi Martin, freue mich. Ja, Martin tätowiert noch nicht so lange, seit 2016. Ja. Hat bei uns die Ausbildung auch fertig gemacht, vorher bei Carlo die Ausbildung angefangen, bei uns fertig gemacht. Hat sich wahnsinnig entwickelt, finde ich, ist auch neue Wege gegangen, hat gesehen, dass die Trends andere sind als Traditional und Oldschool und auch da ein Meister seines Fachs geworden. Wie bist du zum Tätowieren gekommen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und Gerne. vielen Dank für das Lob. Freut mich zu hören. Zum Tätowieren gekommen bin ich eigentlich hauptsächlich durch die Musikszene, denke ich. Also ich bin mit Punkrock und Hardcore sozialisiert worden und da gehört es halt einfach dazu. Auch die Stilrichtung Traditional Tattoos gehört irgendwie für mich mit dazu. Und ich denke, das Ästhetische dazu war ein großer Punkt, aber auch die Kultur, die dahinter ist. Ja. Also Subkultur. Das ist ein guter Punkt und das möchte ich auch nochmal da draußen sagen. Und das wird auch meine nächste Frage sein. Der vereint eigentlich alles, was wir alten Hasen oder zumindest ich erstmal vereint. Ja? Auch dieses Wissen dahinter, dass ein junger Kerl Oldschool und Traditional lernt und zwar von der Pike auf und dann noch diese Gier nach dem Wissen und der Kultur des Tätowierens dahin, das wünsche ich mir eigentlich für jeden Tätowierer und das spreche ich auch sehr vielen da draußen ab, die mal eben schnell tätowieren aus dem Internet lernen und dann auch nichts dazu lernen wollen. Da gibt es sehr, sehr viele von. Gut, bevor wir gleich nochmal zu den Stilen kommen. Was war denn dein erstes Tattoo? Mein allererstes? Dein allererstes. Es gibt nur ein erstes. Mein allererstes war vom Osti auf dem Bein. Das ist so ein Frauenschädel mit so bluttränenden Augen. Oldschool. Oldschool, ja. Damals noch bei Der war damals Monkey noch, Business noch. genau, aber wo er das jetzt war auch wieder ist, ne? ein Guestspot bei Andreas. Der letzte Guestspot, bevor der zu Andreas gegangen ist. Ah, okay, cool. Gut, ich habe jetzt eben gesprochen, dein Faible ist Traditional und Oldschool. Du hast aber in den letzten Jahren, bist du sehr viel ins Feinline und ins Grafische. Warum? Also ich bin auch mit Traditionals, habe ich angefangen, weil es zum einen mein Interesse war und weil ich es bei Carlo so gelernt habe. Als wir dann aber zu Magic Moon gegangen sind, war halt erstmal die Nachfrage bedingt da und dann muss man sich halt umschauen, was möchte der Kunde und womit möchte ich mich weiterentwickeln und dann habe ich mich einfach umgeschaut, was gibt's, was interessiert mich und dann fängt es an mit Dotwork Mandala und dann immer feinere Linien zu machen, auch Walk-ins und die Technik halt einfach ein bisschen zu verbessern, immer besser werden. Ja, und auch da bist du ein Meister deines Fachs geworden, wenn ich das so sagen darf. Aber du möchtest nicht, also Traditional und wenn du einen Wunsch hättest, würdest du Traditional und Oldschool? Nein, würde ich so nicht sagen. Würdest du nicht? Ich mache mittlerweile beides gleich gerne eigentlich. Okay. Also ich bin auch froh über jedes Feinline-Tattoo oder auch jedes Florale und Mandala. Das würde ich auch gar nicht missen wollen, ehrlich gesagt. Okay. Loyal to the Coil war ja lange eine Floskel, die aufrechterhalten wurde. Kann man die immer noch aufrechterhalten, in deinen Augen? Ich denke nicht. Also es sollte auch jeder damit arbeiten, wo er am besten mit zurechtkommt. Ich finde nur wichtig, dass man sich auch damit beschäftigt, womit man arbeitet und nicht einfach irgendwie was bestellt, schraubt ein Modul drauf und fängt an, Ist ohne leider weiteres heute so. Wissen. Es ist so, ja, aber ich denke, man sollte zumindest das Handwerk irgendwo ein bisschen mehr lernen, auch Sachen, womit arbeitet man und dann ist es eigentlich egal, was man benutzt, solange man weiß, was dahinter steht. Du benutzt beides? Also ich benutze hauptsächlich Coilmaschinen, Ja. aber ich habe auch eine Dan Cuban und eine Sidewinder. Genau, ein Sidewinder und eine Shackbild D20. The One habe ich. The One, okay. Ja, es sind ja keine Pens, ne? Also Genau. Pens benutzt du gar nicht, Genau, ne? Pens benutze ich gar nicht. Ich benutze Pens mittlerweile, weil es schön einfach ist. Ich komme auch mit den Cartridges nicht zurecht. Also ich brauche schon
schon Longbahn. Du brauchst diesen alten Punch von Genau, den ja. langen Weg. Ja, Genau, ja. Also Tätowieren mit Pens ist schon was anderes. Also Genau. jetzt noch nicht mal wegen der Maschine, sondern einfach nur wegen dem langen Weg. Ne? Einmal kommt der Schlag über eine Stange, Genau. ne? Und Ja. einmal kommt er auf einem kurzen Weg. Und das kann man. Ja, ich denke, man muss auch mit einem ganz anderen Druck arbeiten. Also ich ziehe die halt wirklich nur ganz entspannt über die Haut, ohne da reinzudrücken. Und sobald ich da Druck drauf geben muss, das gefällt mir nicht so gut. Ja, ne? Ich meine, viele unserer Kollegen sagen ja auch, ne, dass du, wenn du feine, detaillierte Sachen machst mit dünnen Linien, dass da Pens auf jeden Fall auch viel besser sind als unsere Coils. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es funktioniert ja auch bei vielen so. Und das sieht man ja auch bei diesen Feinline-Sachen, dass viele das auch mit Pens machen. Aber ich komme da nicht mit zurecht. Ich habe es mal versucht. Ich glaube, ich habe mal eine Neuma von dir ausprobiert. Ja, Aber ich stelle meine Dan Cuban da so ein, dass ich da mit ganz dünne Linien machen kann oder sogar einen Spulen Shader. Das geht auch. okay, dann erklär den Leuten mal da draußen, die fast nur Pens benutzen oder auch Coils, den Unterschied zwischen einer Coil und der Sidewinder. Woran unterscheiden sich die Maschinen? Also der Sidewinder läuft relativ konstant und kann ich die Geschwindigkeit verändern. Das kann ich ja bei einer Spulmaschine nicht. Da verändere ich ja nur die Härte. Und beim Sidewinder, bei der Generation 6, ich weiß nicht, was ich habe, kann ich auch den Weg verändern. Das heißt, ich kann relativ dünne Nadeln bis hin zu offene 11er damit benutzen. Und die kann ich so einstellen, wie ich sie gerade brauche. Also mehr Einstellungsmöglichkeiten als an jeder Ja. Coil. Und eine Kontinuität im Strom und im Weg. Das hat man ja auch bei einer Spule, die sind ja auch schon mal ein bisschen unruhig oder so. Das habe ich jetzt bei der Dan Cuban eigentlich so gar nicht. Okay. Du hast auch Coil-Maschinen gebaut? Ja, Selber? habe ich auch gebaut, ja. Ja. Auch mehrere. Ich habe auch schon einige an Freunde und Bekannte weitergegeben. Und das Feedback war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Nein, habe ich auch gehört, dass du sehr gute Maschinen gebaut hast. Genau. Machst du immer noch? Aktuell nicht. Im Moment lässt meine Werkstatt das nicht so ganz zu, weil ja, ich habe jetzt nicht so ein. Also vorher hatte ich eine Garage und hatte mir da so meine eigene Werkbank eingerichtet und sowas. Und im Moment ist eigentlich alles für Motorradschrauben da ein bisschen umfunktioniert. Man muss Prioritäten setzen. Ne? Ist ja auch Sommer, ne? Da braucht man halt Motorräder und nicht Maschinen. Man kann nicht alles machen. Nee, man kann nicht alles machen. Wenn du eine Tätowiermaschine bauen dürftest und dürftest eine utopische Funktion für die Maschine dir wünschen, welche wäre das? Boah, das ist schwer zu sagen. Ich versuche einfach die Maschinen schön sauber laufen, also dass sie schön sauber laufen und gleichmäßig. Eine utopische Funktion, boah. Ja, die du nicht einbauen kannst, ne? Aber die du gerne hättest, wenn du könntest. Darf ich ja kurz drüber nachdenken. Darfst du. A few moments later. Und was hast du? Ich weiß Dass die Maschine weiterläuft, während du auf Toilette gehst, oder was? Wäre so eine Funktion. Ja, dadurch, dass ich ja mit Spulmaschine arbeite und für jede Nadelstärke eine andere Maschine brauche, wäre da irgendwie vielleicht ganz cool, dass man die nicht ständig wechseln muss, weil teilweise habe ich da 3 oder 4 Maschinen liegen. Ja. Ich meine, klar gibt es natürlich utopisch Cartridge, aber Ja, für eine Spule. hat man früher alle. Ne? Ne, zuerst haben wir immer nur eine Maschine benutzt, die Nadeln gewechselt, dann hat man 3, 4, 5 Maschinen da liegen. Heute wechseln wir die Cartridges. Ja, so ist das. Meins wäre übrigens Farbwechsel. Ne? Also unendlich Farbe wäre super und dann so auf Knopfdruck dann gelb, ohne dass man unendlich sauber machen muss oder Nadel oder Cartridge wechseln müsste. Das wäre meine Funktion. Wenn du eine Möglichkeit hättest, ein Tattoo an einem ungewöhnlichen Ort zu stechen, wie zum Beispiel Weltraum, wo wäre das? Also ich hatte tatsächlich schon mal die Überlegung, ich würde gerne mal vom Motorrad aus tätowieren. Vom Motorrad aus? Also dass ich mir echt ein Netzgerät baue, was ich direkt ans Motorrad anschließe. Ich sitze auf dem Moped und kann von da aus tätowieren. Während der Fahrt oder beim Treffen oder so. Ach so, dass du vom Motorrad aus Strom zapfst zum Tätowieren quasi. Ja. Ist auch gar nicht so utopisch, finde Nee, ich. Ich meine, ist wurde gar ja nicht auch schon mal utopisch. gemacht, aber hatte ich auch immer schon mal Bock drauf. Ist schon mal gemacht worden? Weil, Hat der Heiko das nicht gemacht? Der Heiko Brandenberg? weiß ich nicht. Ja, kann sein, ne? Das, Ja, direkt an die Batterie und dann von da aus. und mit von dem da aus Netzgerät. tätowieren. Also ich habe es auch schon mal von verschiedenen Leuten gehört, die das schon mal gemacht haben. Ein Tätowieren auf 2 Rädern. Genau. Ja. Angenommen, du dürftest für den Rest deiner Karriere nur noch ein Motiv
tätowieren? Was wäre das? Was wäre dein Wunsch? Ein Motiv. Ja. Ich denke, eine Rose wäre ganz gut. Die kann man in so vielen Möglichkeiten ausarbeiten und die ist immer noch so kraftvoll und die geben einem Tattoo eigentlich auch immer einen super, super Look, finde ich. Und die kann man echt in verschiedenen Facetten ausarbeiten. Okay, und wenn du dich jetzt auf einen Stil festlegen müsstest, den du nur noch tätowieren darfst, was war das? Das würde ich nicht wollen. Nee, du wirst einiges nicht wollen von den Fragen, aber ist auch ja nur eine Momentaufnahme. Ich denke mal, die Antwort hätte vor 6 Jahren anders ausgesehen als Dann vor wäre es 2. auf jeden Fall traditional gewesen, genau. Aber Und wie gesagt, ich wenn mache du- mittlerweile auch echt so gerne dünne Linien und eine Schwarz-Grau-Schattierung und Stipple-Shading. Das macht mir auch schon echt Bock. Okay. Was sagst du denn, also Fineline, okay, in allen Ehren, aber was sagst du denn zu den kompletten Linien-Tattoos jetzt, von denen ich meine persönliche Meinung behaupte, dass die in 10 Jahren richtig scheiße aussehen, weil das sieht dann aus wie eine, die bleiben ja nicht Fineline, die werden ja älter, die zerlaufen ja ein bisschen und eine Tätowierung ohne Schattierung, die steht halt nicht. Ne? Kann ich dir nach 39 Jahren Erfahrung sagen. Also du meinst nur Linien? Nur Linien, Nur ja. Linien. Die sehen für mich in 10 Jahren aus wie aus der Kiste, aus dem Knast oder am Küchentisch gemacht. Ja, also ich denke, es kommt auch darauf an, wie man es technisch umsetzt. Also ich denke, man kann auch schon eine gute Linientätowierung machen. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass die Linien halt unterschiedlich in der Haut aufgehen. So, und man kann nicht erwarten, dass die auch nach 5 oder 10 Jahren noch so aussehen wie frisch gestochen. Ich meine, da sieht man ja Aber auch tun das nicht viele? Ich denke schon, dass es viele von den Kunden denken und ich denke auch viele Tätowierer haben sich damit noch nicht beschäftigt oder es ignorieren einfach. Dass denen es egal ist, wie es nach ein paar Jahren aussieht oder sie haben nicht die Erfahrung oder weiß nicht was, dass sie halt einfach wissen, dass es irgendwann anders aussehen wird. Das denke ich. Ja, das ist ja auch ein Aufreger, den ich demnächst noch bringe. Ich schätze sehr, was talentierte Künstler ohne Linien auf die Haut bringen. Ja? Aber das sind wirklich Tätowierungen für mich, die nur für das Foto danach wichtig sind und für den Marketingbereich des Tätowierers. Aber die Sachen sehen nach 10 Jahren, 15 Jahren scheiße aus. Aber jetzt redest du von Fotorealism zum Beispiel, Ohne ohne Linien. Linien. Okay, Ja. ja. Also kein linienbasiertes Tattoo. Ne? Also selbst bei Magic Moon haben wir ja das beste Beispiel. Wir haben einen Tätowierer da, den kompletten Arm von Boris aus Ungarn, jetzt Wien bekommen hat. Einer der besten Realistik-Tätowierer in Europa, definitiv. Aber das ist jetzt 14 Jahre her und du konntest von Jahr zu Jahr die Veränderung sehen und das hat nichts mehr mit dem zu tun, also mit dieser Genauigkeit und diesen Details wie ganz am Anfang. Und die Sachen stehen halt nicht so wie Traditionals. Ja, also ich denke, auch da ist es wichtig, eine gute Mischung zu halten aus Linien und Schattierung. Ich denke, beide Extreme sind nicht gut. Also ich denke, mit einer offenen Elfer Linien zu ziehen, das ist auch viel nicht bewusst. Hast du Landstraße nachher. Wie die über die Zeit altern, aber gar keine Linien finde ich halt auch schwierig. Ich denke, um eine gute Tätowierung zu machen, die über Jahre stabil ist, die besteht aus Linien und Schattierung. Ja, aber wir müssen das ja erstmal wieder in die Köpfe der Kunden reinkriegen, dass eine Tätowierung über Jahre stabil sein soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, man macht jetzt im Moment Tattoos aus einem Modegrund, ohne sich darüber nachzudenken, oder darüber nachzudenken, wie sieht das Ding in 10 Jahren aus. Huch, das bleibt ja, das ist in 20 Jahren auch noch da. Ja, ich denke, das wird auch ein Punkt sein, warum sich dann manche Tätowierer durchsetzen und manche nicht. Dass man zum einen halt auch darüber aufklärt und mit den Kunden ins Gespräch geht und nicht einfach 1:1 so macht, wie es im Internet verlangt wird. Und ja, dass man da schon zum einen mit dem Kunden darüber spricht, aber auch die Tattoos so umsetzt, dass sie halt über Zeit haltbar sind. Ja. Gut, die Gespräche führen wir ja, ne? Aber bei manchen habe ich halt das Gefühl, die wollen das gar nicht hören. Die wollen es nicht hören, aber die werden es irgendwann merken und in 10 Jahren wird man wieder weitersehen und man muss vielleicht manche Sachen überarbeiten oder
manche Tätowierer haben sich wieder abgesetzt, weil deren Sachen über Dauer nicht konstant sind. Ja, gut. Ja, jetzt hat ein amerikanischer Kollege von mir hat ein Interview gegeben, habe ich dieser Tage gehört, war ganz interessant. Der sagt, dass sich die Zahl der guten Tätowierer, die auf einem technisch gleichen Stand sind, verzehnfacht hat weltweit und dass mittlerweile so die Personality des Tätowierers der ausschlaggebende Punkt ist, warum Leute zu einem kommen. Also die wissen, die kriegen da und da und da und da ein Top-Tattoo und es geht dann nur noch darum, um Personality. Mit wem möchte ich die 5, 6, 7 Stunden Zeit verbringen oder auch kürzer oder länger? Mit wem möchte ich diese Zeit verbringen? Ja. Also ich denke, dass es schon auch darauf ankommt, dass man eine gewisse Bindung zum Kunden hat. Natürlich. Dass man jetzt, gut, manche wollen halt vielleicht dann zu irgendeinem Rockstar oder zu irgendeinem Rapper gehen. Das ist Aber die Kehrseite der Medaille dann. Ne? Genau, aber ich denke, Kunden werden auch auf Dauer dahin gehen, wo sie sich wohlfühlen und das gehört ja auch zu einer Persönlichkeit dazu. Dass, Ja, meine ich ja. Ne? Du entscheidest so, mit dem möchte ich 6 Stunden die Zeit verbringen. Ich weiß, dass ich ein gutes Tattoo bekomme. Ne? Das gibt es woanders auch, aber mit dem, ich kenne auch Tätowierer, von denen hätte ich gerne eine Arbeit, aber das sind halt Arschlöcher. Da ich kann habe ich lieber mich eine mittelmäßige Tätowierung von jemandem, den ich mag, als eine Top-Tätowierung von jemandem, den ich meiner scheiße Rede. finde. Ne? Also wie gesagt, ich schätze die Arbeiten von einigen Tätowierern sehr, aber ich möchte keine Stunde mit dem Zeit verbringen. Ja. Wenn du die Kultur des Tätowierens in eine Zeitreise schicken könntest, in welche Epoche würdest du die dann schicken und warum? Ob ich sie jetzt in eine Epoche schicken würde, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, welche Epoche ich dann gerne mal miterlebt hätte. So, und das ist die Zeit um Ed Hardy rum, also wie sich das Tätowieren da entwickelt hat. Ja, Ed Hardy war ja einer der vom Flash aus bis zum ersten, der die Sachen selber zeichnet. Genau. Und ich denke, das ist so der Schritt von rein Flash von der Wand über die Entwicklung, die Sachen selber zu zeichnen. Ja, das war die Zeit. Auch haben wir hier in Europa ja auch mit Mickey Sharp. Ne? Der hatte auch alles Flash und fing dann nachher an, Sachen zu zeichnen. Und, aber würdest du, wenn du in dieser Zeit wärst, dann was anders machen wollen mit dem Wissen von heute? Würdest du die Tattoo-Szene vor irgendwas warnen oder in eine andere Richtung leiten wollen? Nee, ich glaub Oder würdest du die Entwicklung, dann würdest du wieder zugucken, wie sich das genauso wieder entwickelt? Ja gut, das wahrscheinlich nicht, aber ich denke, jede Entwicklung hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung und es entwickelt sich in eine Richtung und es entwickelt sich wahrscheinlich auch wieder zurück über die Zeit. Ich denke, da muss man die Zeitspanne auf eine längere Ebene betrachten. Und damals war es natürlich dann auch irgendwo wahrscheinlich eine Entwicklung, die hat nicht jedem gefallen. Und mir gefällt heute, obwohl wir ein Supply sind, viele Entwicklungen gefallen mir gar nicht. Ne? klar, Aber auf beiden Seiten. Einmal im Tätowieren und einmal das Verhalten der Kunden, die tätowiert werden wollen. Ja, und da denke ich, ist es auch größer, alles zu betrachten. Es liegt nicht an den einen Tätowierern oder an der Gruppe Tätowierer oder an den Kunden, sondern irgendwie aus dem Gesamtspiel der Supplier, der Kunden, der Tätowierer, alles. Also auch die Medien gehören dazu und die komplette Gesellschaft natürlich. Ne? Naja, klar. Natürlich jetzt, Tätowierungen haben natürlich in gewissen Sportarten einen Einzug erhalten, wo das schon quasi fast ein Muss ist und auch anrüchige Branchen zum Beispiel. Ja? Also die Sex- und Pornoindustrie, da ist Tätowierung sehr wichtig geworden, UFC, Cagefighting, Fußball, ne? Die Fußballer, Basketball, ne? Überall. Das kriegst du dann natürlich aus den Medien auch nicht raus. Klar. Die tragen das natürlich dann auch. Ne? Also bei uns war es ja eher dann aus der Subkultur heraus. Ja. Aber aus Tätowierersicht ist es natürlich nicht verkehrt, dass es auch ein bisschen breiter ist, weil man dann eventuell mehr zu tun hat. Aber dennoch sind meine Interessen auch eher die subkulturelle. Ja.
meine eigentlich auch. Wenn du die Kultur des Tätowierens mit einer anderen Kunstform verbinden könntest, fusionieren könntest, welche Kunstform würdest du wählen und wie würdest du die beiden verbinden? Oder wenn dir die Frage zu schwer ist, welche andere Kunstform interessiert dich und wo könntest du eine kleine Brücke zum Tätowieren schlagen? Hast du direkt an meinem Blick gesehen, ne? Dass die Frage zu schwer war. Ja. Also ich interessiere mich ja auch sehr fürs Handwerkliche Mhm. und also ich denke auch, ob das jetzt eine Kunstform ist oder Handwerk, aber Maschinenbauen interessiert mich, Chopperschrauben interessiert mich und ob das jetzt eine Kunstform ist, kann man drüber streiten, aber ich denke, das ist schon zwei Sachen, die mich interessieren und die ich auch teilweise versuche zu verbinden. Okay, also alles, was du nicht von der Stange machst, finde ich, hat schon eine Art von Kunstform. Ne? Kann man denn von dir nochmal Maschinen erwarten irgendwann? Oder? Also auf kurzen Zeitraum wahrscheinlich eher nicht, Okay. aber ich denke schon, dass ich dann auch irgendwann noch mal wieder anfangen werde. Ich habe auch schon mal einzelne Anfragen, wo ich dann sage, okay, Deswegen frage ich. sobald ich dann wieder irgendwie Kapazität habe und mir die Räumlichkeiten wieder eingerichtet habe, wie ich sie brauche, dann Schließ es nicht aus. Schließe ich nicht aus und ich denke, werde ich auch machen. Ja. Du hast dich ja vor kurzem dazu entschieden, in 2, 3 Studios gleichzeitig zu arbeiten, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern überall und auch verschiedene Stile von Studios kennenzulernen. Gute Entscheidung? Ja. Ja? Also es ist auch sehr anstrengend, halt viel hin und her fahren. Ja, aber auch Aber man bekommt viel unterschiedlichen Input vom jeweiligen Studio und von den jeweiligen Tätowierern. Und ich denke, es wird auch von meinen Kunden ganz gut angenommen. Also wenn ich Kunden aus Köln hat oder Kölner Umgebung und die würden dann eigentlich zu Magic Moon oder zu The Sinner and the Saint kommen, aber weil sie da wohnen und die sind im Auto halt unflexibel, dann freuen die sich da natürlich drüber und machen auch dann eher nochmal einen Termin, weil für sie das nicht so ein Aufwand um die ist. Ecke ist, ne? Genau. Okay. Ich stelle natürlich heute auch ein paar komische Fragen, ne? Hast du ja bestimmt schon gemerkt, ne? Oder? Kaum. Kaum. Wenn du die Möglichkeit hattest, ein Tattoo zu machen, was deinem Kunden eine Fähigkeit verleiht. Auch eine Fähigkeit. Das kann eine realistische Fähigkeit sein, die der Kunde nicht besitzt. Das kann aber auch was völlig Abgedrehtes sein. Welche Fähigkeit würdest du ihm tätowieren? Die Schnauze zu halten. Die Schnauze zu halten. Nee, Quatsch. War halt Spaß. Aber ein Ich guter. denke, dass er keine Schmerzen hat. Also wenn ich dem beim Tätowieren die Fähigkeit gebe, keine Schmerzen zu haben oder meditieren zu können, dass er keine Schmerzen hat. Ich habe mich dieser Tage darüber ausgelassen, was ich von Vollnarkose halte und Salben, die hier nicht zugelassen Ja, sind. Ne? da halte ich jetzt auch nicht so viel von. Ja. Aber das als Fähigkeit ist ja was anderes als Das stimmt. das mit Salben oder Anästhetika zu. Okay, also dass er das Tattoo quasi nicht merkt. Fehlt ihm dann aber nicht was? Ja. Jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, habe ich auch überlegt. Ja, weil ich bin ja einer der Verfechter, dieses Erleben, dieser Ja, Schmerz, es muss schon dieses gehen. Ertragen ist ein Teil der Tätowierung. Ja, aber vielleicht, dass man es irgendwo ein bisschen besser wegarbeiten kann. Also irgendwie durch, wie gesagt, Meditieren oder dass man die Fähigkeit Okay, einfach aber du hat. hast eben gesagt, Schnauze zu halten. Vielleicht die Fähigkeit, ruhig zu sitzen. Ne? Wenn man tätowieren. Nee, Quatsch. Also ich genieße ja auch jedes Gespräch mit den Kunden. Also deswegen bin ich ja auch Tätowierer. Nicht nur, um mein Bild da abzuliefern, sondern einfach, um Leute kennenzulernen und ja, gute Gespräche mit denen zu haben und Zeit zu verbringen. Also Ja, muss ich sagen, das ein ist großer auch ein großer Teil, den ich an unserem Job liebe. Aber ich kann dir mit 39 Jahren sagen, nicht alle Gespräche waren gut. Ne? Nicht alles, was du da erzählt kriegst, willst du auch hören. Ja, das stimmt. Und du wirst ja da in Gräben reingezogen, wo du überhaupt nicht rein willst. Ne? Ja. Aber die hören dann auch einfach nicht auf. Ne? Ja. Aber gut, das Ja. gehört dazu, ne? Und ne? jeder, Gut. aber jeder, der sich dann einfach Kopfhörer anzieht und sein Bild da abliefern muss, Ja. den muss ich auch nicht haben. Nee, den muss ich. Also den Tätowierer. Also ich habe noch Den nie Tätowierer. Kopfhörer angehabt beim Tätowieren. Noch nie. Oder irgendwelche Finanzen. Ne? Und wenn ich dann mal eine halbe Stunde Ruhe brauche, weil das eine schwere Stelle ist oder auch wo ich volle Konzentration
oder mehr Konzentration brauche, dann sage ich dem Kunden, hör mal, ich muss mich jetzt mal Ja, eben. Ne? Und sage ich fertig. auch Das so, kann, sorry, ich Kommunikation muss jetzt ist alles. mal Ne? eben Linien ziehen, da musst du mal kurz ruhig liegen bleiben. Sobald ich die Schattierung ansetze, können wir weiterreden. Dann bin ich auch offen für alles. Ne? Also, wie du schon sagst, kann man über alles reden und das denke ich, tun wir auch. Ja, also du gehörst zu den Tätowierern, die wirklich noch nicht so lange dabei sind, 8 Jahre, die ich aber durchaus sehr schätze und auch super respektiere, weil du halt auch außerhalb des Tätowierens dich um die Kunstform kümmerst. Wenn du auf deinem Weg zum Tätowierer nochmal was anderes machen könntest, auch wenn es nur 8 Jahre sind, was würdest du anders machen? Du meinst in der Zeit, wo ich tätowiere oder davor? Nee, in der Zeit, wo du tätowierst. In der Zeit, wo ich tätowiere? Ja, von dem ersten Tattoo bis jetzt. Würdest du alles nochmal genauso machen oder würdest du Nee, was ich würde anderes machen? schon einige Sachen anders machen. Die wären? Zum einen auch mehr malen noch, also mich mehr mit Flash und mit Bildern beschäftigen und Ihr da draußen, ne? Die ganzen alten Jungs sagen immer, man wird besser im Tätowieren, indem man zeichnet. Unterstreichst du auch, absolut, ja. Ja. Gut, also du würdest noch mehr zeichnen. Ja, mehr zeichnen und mehr Bilder malen, Flash malen. Weil jetzt, wenn man Vollzeit tätowiert, ist da auch nicht immer die Zeit für. Ist mir auch ab. Ich habe viel in Öl gemalt und keine Zeit mehr für. Ja. Gut, jetzt muss ich auch viele Sachen für den Supply entwickeln und machen. Und klar, das Leben kommt halt auch noch hinzu. Ne? Ja. Also man hat private Sachen, ob es Hobby sind oder Verpflichtungen. Das sind halt auch Sachen, die dann teilweise Priorität haben, außer dann neben der Arbeit noch. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt 8 Stunden arbeiten und danach bin ich noch 5 Stunden malen. Ja, also wie gesagt, ich habe viel gesehen in der Tattoo-Szene und die Leute, deren Leben nur noch aus Tätowierungen und Zeichnen und Aufträge erfüllen bestehen, das ist auch in Chaos geändert, ne? In Burnout. Ja, Ne? ich meine auch nicht als Auftragszeichnung, aber für mich halt. Ne? Ja. Also nee, ich meine ja, es muss ein Leben neben dem Tätowieren geben, definitiv. sonst kommst du da nicht gut durch. Ne? Das als Warnung für alle da draußen, wenn ihr euch zu sehr reinkniet, kann das Ding auch nach hinten losgehen. Ne? Also ihr solltet immer ein Leben neben dem Tätowieren haben. Ne? Gibt auch Beispiele, wo es nicht so ist? Wenige. Ja. Aber ich kenne sehr, sehr viele Negativbeispiele, ne? Wo in wirklich Depressionen und Burnouts geendet ist, und dann auf einmal nichts an anderem Leben da war. Ne? Ja. Also durch das Burnout und die Depression konnte das Tätowieren dann nicht mehr stattfinden, aber war auch nichts anderes, weil das ist komplett verloren gegangen. Ja, ich denke, das war aber auch ein Punkt, warum ich dann mit den Maschinen angefangen habe, weil zu der Zeit war für mich mit dem Tätowieren so ein bisschen die Luft raus und da brauchte ich einfach was anderes, um dann halt in der Werkstatt den Kopf frei zu machen, aber was trotzdem quasi mit dem Fach zu tun hat. Aber heißt dann auch nicht, dass man da zeichnet und malt, sondern man baut die Maschine, das ist zwar vom Tattoo-Fach oder Tattoo-Bereich, aber es ist halt einfach was ganz anderes. Ja, wenn ich Sachen für den Supply entwickle, sehe ich das jetzt auch nicht als, das ist auch für die Tattoo-Szene, aber das bringt mich vom Tätowieren kopfmäßig weg und ich denke dann in eine ganz andere Richtung. Ja, genau. Und seitdem ich diese Ausgeglichenheit habe, geht es einem auch viel besser. Ja. Und das als Rat für da draußen, nie auf eins versteifen, immer so ein gewisses Gleichgewicht bringen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Was denkst du, was noch für dich kommt in der Tattoo-Szene? In letzter Zeit war so viel los bei mir, privat Beruflich. Auch, ja. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal froh, nicht über Veränderungen nachdenken zu müssen. Es wird auch noch Veränderungen geben, das steht auch schon fest. Aber gut, dann gib mir einen Wink, wo du wirst die Entwicklung der Tattoo-Szene ja auch mit einem Argusauge beobachten und da wirst du nicht alles gut finden. Ja. Was ist denn so deine Prognose, wie sich das entwickeln will? Du sagst eben, wenn die Leute dann sehen, dass von diesen gehypten Tätowierern die Tätowierungen nicht stehen, dann werden die auch verschwinden. Glaubst du das? Also es werden bestimmt welche verschwinden, aber auch kommen wieder neue dazu. Das wird wahrscheinlich so einen Weg gehen, aber ich denke, konstant gute Tätowierer, die gut abliefern und sich auch gut vermarkten können, die bleiben auch bestehen.
Und breit gefächert sind wahrscheinlich. Und breit gefächert. Ich meine, ich habe schon so viele Stile kommen sehen, in 39 Jahren kommen und gehen sehen. Manche wiederholen sich auch, manche nicht. Ne? Aber im Moment machen wir auch wieder Tribals, ne? Die ja jahrelang verschwunden waren. Chinesische Zeichen eigentlich nicht mehr. Die werden gar nicht mehr gefragt. Aber auch ein Tribal ist ja auch eine astreine Tätowierung. Ja, natürlich. Ist zeitlos. Ne? Ob es jetzt jedermann Geschmack ist, weiß ich nicht. Nee. Aber es ist halt von weitem zu erkennen. Das ist wie bei einem Traditional. Es sind Linien drin. Es ist entweder eine Schattierung drin oder schwarz ausgefüllt, was aber auch gut steht. Ja. An sich ist das Also eine das- gute Tätowierung. Und wahrscheinlich ist es das auch der Grund, warum es dann irgendwie wiedergekommen ist oder nie weggegangen ist, weil es halt konstant ist. Also das ist was ich, wenn man mir jetzt die Frage stellt, was ich zum Beispiel bei mir komplett anders machen würde. Ne? Ich würde 5, 6 Riesentätowierungen haben, die über den ganzen Körper verteilt sind, die auch wirken auf 20 Meter, weil ich ich bin von oben bis unten voll wischiwaschi, du erkennst gar nichts mehr, nicht mehr sehen kann. Ne? Außer die Schlange, die ist gut. Außer die Schlange, die ist gut, die hast du ja auch gemacht. Ne? Nochmal vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das ist ja so ein großflächiges Tattoo, Ja, was ja, ich zum das Beispiel kann man meine. Aber definitiv von weitem erkennen. ich würde diese kleinen Sachen oder diese detaillierten Sachen würde ich alles weglassen und nur noch riesengroße Sachen machen. Ja, Martin, dann danke ich dir fürs Kommen. Sehr interessantes Gespräch, sehr interessantes Interview. Vielleicht sehen wir dich ja nochmal wieder hier. Ich hoffe, dass der Kanal noch länger bleibt. Folks, bleibt dran, teilt bitte. Wir haben jetzt auch alle Interviews und alle Beiträge mit englischen Untertiteln, weil die englischen und amerikanischen Kollegen uns gefragt haben, ob wir das machen könnten. Die sind sehr interessiert. Teilt den Kanal bitte. Wir werden noch viele interessante Gäste hier haben. Ihr habt ja auch mal abgestimmt. Auch dazu werden wir in den kommenden Sendungen was sagen und den einen oder anderen werden wir auch realisieren. Themen könnt ihr auch noch mal reinschmeißen. Aufreger kommen sowieso. Produktreviews kommen noch in den nächsten Monaten, sehr interessante sogar. Wenn ihr irgendwas wissen wollt zu Thermokopierern, Stencil-Stuff, whatever, schreibt uns das und dann werden wir das Thema aufgreifen und hier bis ins Detail erklären. Bis dahin bleibt sauber. Gut? Mathe. Sprudel. Sprudel.